Wir kennen sie doch alle. Diese Filme, bei denen der Zuschauer auf kitschigste Art und Weise dazu gezwungen werden soll, Tränen zu vergießen. Ich habe nie geweint. Bis vor ein paar Monaten war auch noch alles gut. Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. And when I'm around you, things kinda get hazy. Because I am crazy, crazy for you. I cannot describe it except that I'm in love. Yeah, I'm feeling feelings, feelings for you. And now I shout to the world my love for you, the irresistible love that I'm falling into. Life is wonderful cause you shine through. There's no one that makes me feel like you do. And I will sing because you're beautiful in all that you are. Like a clear night sky, graced by a shooting bright star. So won't you be mine, won't you be mine, won't you be my sweet Valentine? Oh, and I will stay true, I will stay true. Nimm dir doch noch ein Brötchen, Schatz. Du hast ja fast gar nichts gegessen. Nee, danke, ich habe keinen Hunger mehr. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Wenn du... Sie muss doch an ihrer Modelkarriere arbeiten. Da kann man sich eben keine Kilos erlauben. Sehr witzig, Papa. Das hat dein Vater bestimmt nicht so gemeint. Wir machen uns doch nur Sorgen. Ich werde schon nicht an einem Hungertod sterben. Und Papa würden 1, 2 Brötchen weniger auch nicht schaden. Wie wär's, wenn wir uns jetzt alle mal wieder ein bisschen beruhigen? Du weißt doch, dein Vater und ich wollen Nur das Beste für dich und deinen Bruder, denn wir sind das Wichtigste, was ihr habt. Ach, was haben wir nicht für tolle Kinder? Immer so dankbar. Wie wär's, wenn wir heute mal wieder einen Ausflug machen? So als ganze Familie, Nee, heute ist schlecht. Ich wollte später noch an See eine Runde schwimmen oder so. Na gut, dann vergiss die Sonnencreme nicht und ein Handtuch. Mama, ich bin alt genug. Da muss ich ihr ausnahmsweise mal recht geben. Und? Wie sieht's bei dir aus? Was? Ach, schon gut. Vielleicht sollte ich das mit den tollen Kindern doch wieder zurücknehmen. Ich hatte ein normales Leben. Mit Höhen und Tiefen, wie ein Mensch sie eben hat. Habt ihr schon das Neueste von Jonas gehört? Sein Vater hat ihm mal wieder ein neues iPhone spendiert. Ach, der soll sich mal lieber einen neuen Haarschnitt spendieren lassen. Ist ja schlimm, wie der rumläuft. Also ich finde ihn eigentlich ganz hübsch. Dein Ernst? Na klar, schau dir diesen wunderschönen See doch mal an. Oh Mann, bist du wieder lustig. Also für einen kurzen Augenblick habt ihr es geglaubt, oder nicht? Nee, nicht wirklich. Weißt du, was ich gestern geschaut habe? Und zwar? Mama Mia. Nein. Ohne mich? Ohne dich. Oh nein, ich liebe den Film. Ich habe den letzte Woche noch gesehen und ich könnte ihn noch 1000-mal gucken. Ich liebe den Film auch echt. Hörte mir ist irgendwie Welches komisch. ist dein Lieblingslied? Ich glaube Money, Money, Money. Oh, das ist auch super, oder? Ja, ich liebe das. Money, money, money. Must be funny. Hallo? Alles gut bei dir? Hey, was ist los? Ey, das ist nicht lustig. Ist alles okay? Ich glaube, ich habe einfach ein bisschen zu viel Sonne abbekommen. Doch manchmal verändern sich Dinge. Und manchmal kann nur eine Sekunde dazu führen, dass die Höhen und Tiefen aus dem Gleichgewicht kommen. Sie müssen jetzt ganz stark sein. Ich weiß, es kommt plötzlich, aber ich habe eine nicht so schöne Nachricht für Sie. Um es auf den Punkt zu bringen, Ihrer Tochter bleibt maximal 1 Monat.
Wir können nichts dagegen tun. Schatz, es wird alles gut, hörst du? Mach dir keine Sorgen, Mama. Es tut mir wirklich leid. Es gibt doch heutzutage für alles ein Medikament. Wir können unser Auto verkaufen und auch unser Haus, wenn es am Geld liegt. Das wäre schön und Sie können sicher sein, dass wir auch gerne ein solches Medikament hätten, aber bedauerlicherweise gibt es das nicht. Und es gibt wirklich keine einzige Möglichkeit? Ach, das kann doch gar nicht sein. Ich möchte Ihnen keine falschen Hoffnungen machen. Und deswegen muss ich es auch so glanzlos sagen, aber nein, es gibt keine Möglichkeit. Das ist doch nicht fair. Sie ist noch ein Kind. Manchmal ist das Leben nicht fair. Und ich wünschte, ich könnte es ändern. Bitte sag mir, dass das alles nur ein schlechter Traum ist. Bitte lass mich aufwachen. Das kann doch alles nicht wahr sein. Wir haben einen auffälligen Befund im unteren Bereich des Gehirns erhoben. Ein bösartiger Tumor hat sich dort schon über längere Zeit gebildet. Leider unbemerkt. Als du letztes Wochenende schwimmen warst, hat er sich dann bemerkbar gemacht und es gab die ersten Anzeichen. Ich habe auch nie Angst gehabt. Zu keiner Zeit. Doch eine Sache gibt es, vor der ich Angst habe. Ich möchte meinen Eltern nicht in die Augen sehen. Ich möchte sie nicht enttäuschen, wenn die Zeit gekommen ist. Auch wenn ich das bereits getan habe. Warum wir? Das kann jeden treffen. Mal gewinnt man, mal verliert man. So ist das Leben. Aber womit haben wir das verdient? Ich weiß es nicht. Und wie soll es jetzt weitergehen? So wie sonst auch. Wir können es nicht verändern. Wir schaffen das. Nein, ich schaff das nicht. So funktioniert das nicht. So muss es aber funktionieren. Glaubst du wirklich, dass alles so bleibt wie immer? Wenn jeden Tag ein Stuhl am Tisch leer bleibt? Wenn nur ein Kind morgens das Haus verlässt? Wenn wir nachts einschlafen mit dem Wissen, dass unsere Tochter nicht nach Hause kommen wird? Dass sie einfach nicht mehr da ist? Glaubst du das? Nein, das glaube ich nicht. Aber wir können es nicht verändern. Wir müssen lernen, mit der Situation umzugehen. Aber das kann ich nicht. Das geht nicht. Du kannst doch nicht einfach so dein eigenes Kind vergessen. Wir müssen sie doch nicht vergessen, das sage ich doch gar nicht. Wir müssen lernen, ohne sie zu leben. Hey Schatz, wie geht's dir? Hast du kurz Zeit? Ich würde gerne mal mit dir reden. Klar, immer doch. Was gibt's denn? Hallo? Bist du noch da? Ja, hat sich schon erledigt. Und das ist der Grund, warum ich dir diesen Brief schreibe. Ich möchte, dass du meine Worte überbringst. Dass du aus meinem Text ein Lied machst. Denn Erinnerungen vergehen. Doch die Musik bleibt ewig.
Guten Morgen. Guten Morgen. Wie weit seid ihr mit dem Song? Fast fertig. Stopp. Hier ist der Brief für dich angekommen. Wieder einer dieser Fanbriefe, wa? Aber danke. Hey Dicker, lang nichts mehr gehört. Jo, mir geht's gut und dir? Außer ein bisschen viel Stress, ne? Aber du kennst das ja, wie das so ist. Ja, können wir machen. Wann? Perfekt. Hau rein. You make me feel so alive. Won't you stay right here with me forever? 'Cause I cannot live without you, girl. I need you by my side. For all my days I want to be with you together. You make me feel so alive. Ich möchte, dass du meine Worte überbringst. Dass du aus meinem Text einen machst. Entschuldigung. Ja? Wohin wurde denn die Patientin aus Zimmer 432 verlegt? Gehören Sie zur Familie? Nein, aber ich habe einen Brief von ihr bekommen. Sie wurde nicht verlegt. Nimm dir doch noch ein Brötchen, Schatz. Du hast ja fast gar nichts gegessen. Bitte hör auf damit. Du machst mir Angst. Wir machen uns doch nur Sorgen. Du bist so dünn geworden. Es reicht jetzt wirklich. Sie ist einfach so gegangen. Sie hat sich nicht mal verabschiedet. Sie wird nicht wiederkommen. Wann begreifst du das endlich? Okay. Aber es wurde was abgegeben. Sind Sie Mr. Swing? Ja, genau. Der bin ich. Okay. Es tut mir leid. Beschissenen Tag gehabt? Richtig beschissenen Tag, ja. Ah, das wird schon wieder. Dafür ist es leider zu spät. Ich bin Mr. Swing. Und eure Tochter war ein ganz großer Fan von mir. Sie hat meinen Brief geschrieben, der nur für euch ist. Und den lese ich euch jetzt vor.
Die Tage flogen vorüber, die Nächte zogen vorbei, und ich dachte immer drüber nach, wie es denn sei, wenn ich weg bin, auf meinem Platz nur Leere verbleibt und zu Hause einer fehlt für alle Ewigkeit. Ja, da wurde mir bewusst, ich muss noch Abschied nehmen, denn es gibt noch so viel zu sagen, viele Worte, viele Themen. Doch mit jedem Tag brach ich immer mehr in zwei. Mein Kopf wusste es muss geschehen, meine Worte, so schwer wie Blei. Und die Erinnerungen bleiben wie ein letzter Tropfen, allesamt gespeichert, und sie gehen nicht aus dem Kopf, denn in mir schlummert still ein unbändiger Wille. Doch wenn ihr da wart, wurde das zu unendlicher Stille. Und auch wenn ich bald an einem anderen Ort bin, heißt es nicht, dass ich für immer fort bin. Denn wenn ihr mich vermisst, schaut in euch hinein, und ich werde immer tief in eurem Herzen sein. Unsere Tochter